Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video will ich einmal die 5 gebräuchlichsten Geheimwaffen vorstellen, die auch für den Otto-Normalverbraucher auf jeden Fall nützlich sein können. Legen wir direkt mit der ersten Geheimwaffe los. Die erste Geheimwaffe ist wahrscheinlich schon gar keine Geheimwaffe mehr, denn diese Aufsätze für den Akkuschrauber, die kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Das hier ist vielleicht noch nicht der bekannteste. Der bekannteste ist wahrscheinlich hier dieser Klobürstenaufsatz, wo gerne dann mal geschmunzelt wird, haha, putzt sein Auto mit der Klobürste. Nee, das ist einfach nur so ein Aufsatz in der Form. Der ist halt super für die Ecken und Kanten. Was könnt ihr damit machen? Ihr könnt damit erstens Polster schamponieren, ihr könnt aber auch zum Beispiel so Sand und Dreck aus den Teppichen lösen. Das funktioniert sehr gut. Aber wenn ihr die weichen Aufsätze nehmt, hier die weißen sind bei mir zum Beispiel die weißen, damit könnt ihr zum Beispiel auch mit so einer flächigen Bürste über die Kunststoffe fahren und die im Grunde genommen sehr gut reinigen, vorreinigen. Werkzeug 2. Werkzeug 2 ist wahrscheinlich auch mit eins der bekanntesten, und zwar die Reinigungspistole oder Tornado. Tornado ist übrigens die Marke, ist etwa so wie bei Kärcher der Hochdruckreiniger, so kann man das vergleichen. Und wie funktioniert es? Ihr habt hier eine Düse drin und die dreht sich quasi per Druckluft und da kommt Druckluft raus. Damit habt ihr im Grunde genommen eine Verwirbelung. Ihr habt Druck, der quasi ins Material oder ins Polster, wie auch immer, halt drückt. Und das heißt, ihr habt hier an der Stelle habt ihr einen Überdruck und hier in dem Röhrchen habt ihr quasi einen niedrigeren Druck. Und dadurch habt ihr einen Druckausgleich quasi in diese Richtung, weil Druck fließt ja immer dahin, wo der niedrigste ist. Ne? Ja, Druckausgleich und so. Und dadurch habt ihr im Grunde genommen wie so eine Sogwirkung, halt diese Zyklonwirkung, die wir dadurch erreichen wollen. Und dadurch löst ihr halt Schmutz, der viel tiefer in den Fasern drin ist. Und ihr könnt auch Flüssigkeit quasi aus den Polstern ziehen. Wenn ihr zum Beispiel nicht gut mit einem Extraktionssauger oder so in jede Ecke und Kante gekommen seid, dann fahrt ihr hiermit einfach nochmal drüber, über diese Ecken, und dann seht ihr, wie es auf einmal in alle Richtungen fliegt. Selbst sehr gut gereinigte Fußmatten, wenn ihr damit nochmal drüber geht, dann werdet ihr merken, oha, da kommt nochmal richtig was raus. Also das schafft wirklich ordentlich. Wichtiger Punkt an der Stelle, nicht so, sondern am besten ran. Und dann löst es euch auch richtig viel Schmutz. Also so leicht davor oder halt wirklich auf die Fasern ran, dann habt ihr den besten Effekt und dann kommt da auch richtig viel Dreck raus. Wenn euch der Trichter schnell verstopft, kleiner Tipp von mir, stellt euch einen Eimer neben mit Wasser und ein bisschen, keine Ahnung, Reinigungsflüssigkeit, wie auch immer, irgendwelchen Reiniger da mit rein. Und dann haltet ihr das quasi da rein, drückt ab, sodass es so ein bisschen blubbert. Wieder raus, nochmal drücken, trocken, reingucken, sauber. Direkt weiterarbeiten, nicht irgendwie rumgefummle oder so. Gibt es übrigens auch mit dem Knöpfchen nur für den Daumen. Sehr praktisch, wenn ihr eh schon mit dem Arm zu tun habt, so wie ich, habe ich hier in dem Video mal erklärt, was ja, wegen Tennisarm war da die Problematik. Ist auf jeden Fall hilfreich an der Stelle, aber funktionieren tun beide gleich gut. Das dritte Werkzeug, und das richtet sich natürlich an alle, die zum Beispiel einen Hund haben oder auf dem Bauernhof sind oder häufig mit Tieren an sich zu tun haben, die werden die Problematik kennen, und zwar Hundehaare explizit, meistens sind es Hundehaare und im Speziellen natürlich das Unterfell von den Hunden, das steckt überall drin, in den Teppichen, in den Polstern und überhaupt. So, und wie kriegen wir das jetzt raus? Ja, gar nicht mal so leicht. Also mit dem Staubsauger seid ihr da teilweise bis in alle Ewigkeit beschäftigt, das rauszusaugen. Der hilft da schon ganz gut, aber manchmal auch nicht zu 100%, beziehungsweise ist ja auch immer die Sache, wenn alles noch flächig bedeckt ist und ihr damit drauf haltet, dann verteilt ihr das natürlich auch. Ihr verteilt es im Auto, ihr verteilt es in der Werkstatt, ihr wollt es ja erstmal loswerden. Damit könnt ihr vielleicht das Feintuning machen. Aber besser sind da solche Bürsten. Also das hier ist jetzt so eine Gummibürste. Da sind so eine Zotten, damit könnt ihr quasi über die Polster drüber fahren, bleiben halt hängen. Statische Aufladung und so funktioniert recht gut.
Wenn das nicht funktioniert, gibt es viele solche Gummikärtchen. Gibt es auch noch andere. Das ist jetzt hier so eine Doppellippe. Aber wie gesagt, es gibt verschiedene Werkzeuge. Ihr müsst halt gucken, womit kommt ihr auch am besten klar. Ich würde auch meinen, nicht jede funktioniert für jedes Polster-Haargemisch gleich gut. Also da gibt es sicherlich auch Unterschiede. Wenn ihr euch gar kein Werkzeug kaufen wollt, also so Budgetlösungen, dann gehen tatsächlich solche Handschuhe, also Gummihandschuhe, auch ganz wunderbar. Denn es ist ja auch eigentlich nur Gummi und damit könnt ihr schön reiben. Nehmt vielleicht nicht unbedingt hier diese ganz dünnen, weichen, sondern nehmt besser solche Spülhandschuhe. Warum? Die sind dicker und belastbarer. Also das merkt ihr schon beim Drüberstreichen, dass man da viel besser hängen bleibt. Und damit kriegt ihr die Haare deutlich besser raus. Genau. Falls das alles nicht hilft, gibt es noch ein Hilfsmittel eigentlich aus dem Bad, also aus dem Sanitärbereich. Und zwar könnt ihr es auch mit einem Bimsstein versuchen. Da würde ich jetzt aber aufpassen, bei empfindlichen Materialien, so Stoffen und so, da vielleicht nicht unbedingt drüber zu fahren. Aber so für Teppiche sollte das auf jeden Fall voll okay sein. Wir sind schon beim Werkzeug 4. Werkzeug 4 wurde zuletzt sehr oft nachgefragt. Und zwar kam das vor in dem Video von dem Audi RS4, wo ich den Innenraum gereinigt habe. Ich verlinke euch das Video hier nochmal. Und da wurde ganz oft gefragt, was hast du da für ein Ding, womit du die Haare abrasiert hast? Und wir sprechen jetzt nicht über die Haare vom Hund, sondern wir sprechen über die zu langen Fasern im Kofferraum vom Teppich. Die waren so ausgefranst und das will man ja dann wieder in Ordnung bringen. Wie bringt man das in Ordnung? Man schneidet im Grunde genommen die zu langen Fasern so ab, dass sie quasi wieder gleichmäßig gut aussehen. Das wird gerne dann, ist die Empfehlung, ja, kauft ihr einen Einklingenrasierer oder so einen Mehrklingenrasierer. Bin ich nicht von überzeugt, weil der verstopft natürlich auch super schnell und ihr kriegt das nicht so gleichmäßig hin. Ihr könnt eine Haarschneidemaschine nehmen und dann ohne Aufsatz und dann vorsichtig. Oder ihr nehmt so einen Fusselrasierer wie ich. Der ist eigentlich für Klamotten, also für diese kleinen Knötchen, die quasi abstehen, also der ist schon per se für zu lange Fasern gemacht. Also der ist quasi genau für diesen Zweck. Ihr habt hier diese Öffnungen und da werden dann die Haare oder die zu langen Fasern eingesaugt, werden dann abgeschnitten, die landen dann hier in diesem Auffangbehälter. Müsst ihr ein paar Mal lernen, wenn ihr einen ganzen Kofferraum macht oder wenn ihr so einen Quadratmeter macht, dann müsst ihr den bestimmt 5-6 Mal lernen. Also da kommt wirklich ordentlich was runter. Das Ergebnis ist sehr schön gleichmäßig, ist nicht teuer. Ich meine, nicht mal 10 Euro bei Amazon. Ich verlinke es euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Und nicht nur für die Klamotten gut, sondern auch im Autobereich. So eine verfilzten Ablagen oder sowas, auch super geil. Tipp Nummer 5 könnte dieses Scrub Pad sein. So. Aber ich denke, das kennen mittlerweile schon viele. Falls ihr das noch nicht kennt, dann verlinke ich das natürlich in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Die Dinger sind wirklich super für die Innenraumaufbereitung, denn die sind erstens sehr handlich und ihr habt halt eine etwas längere, langflorigere Seite und eine eher wie Mikrofasertuch. Könnt ihr wirklich super nehmen, um so Sitze einzuschamponieren oder halt auch fürs Lenkrad, für Kunststoffe, eigentlich für fast alle Oberflächen im Innenraum. Wirklich genial. Absolutes Upgrade zu einem normalen Mikrofasertuch oder Lappen oder wie auch immer. Holt euch sowas, falls ihr das noch nicht habt. Das ist aber nicht mein Tipp Nummer 5, sondern mein Tipp Nummer 5 sind diese Schmutzradierer. Ich kenne die nun auch schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Und benutzt die auch schon so lange. Das wurde mir im Grunde genommen damals in der Ausbildung schon nahegelegt. Hier, nimm mal so einen Schmutzradierer und geh mal über die Kunststoffe drüber. Und das ist wirklich ein hervorragender Tipp, denn gerade diese gemaserten Kunststoffe, also die halt so eine Riffelung haben, da setzt sich der Schmutz sehr schön rein. Gerade in diese Ecken, Kanten, Furchen, ins Muster halt. Ne? Und das bekommt ihr echt schwer raus. Damit bekommt ihr das raus und das funktioniert wirklich hervorragend gut. Ihr benutzt es im Grunde genommen wie so ein Schwamm, sage ich jetzt mal, also ein bisschen Reinigungsflüssigkeit und dann könnt ihr da loslegen, mit ein bisschen Druck arbeiten. Passt auf, ein paar Kunststoffe mögen das Ding gar nicht und zwar sind das hauptsächlich diese lackierten Kunststoffe, da rubbelt ihr die Farbe runter, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck und auch
Bei Leder bitte aufpassen, auch da entfernt ihr die Farbe damit, also da bitte vorsichtig sein. Für Leder bitte nicht nehmen, auch nicht fürs Lenkrad, sonst ist da schneller die Farbe runter als alles andere. Ihr denkt erst, da kommt ganz viel Dreck runter und schon ist das Lenkrad leider nackig. Und dann muss es neu gefärbt werden oder ausgetauscht. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache, aber das funktioniert wirklich super, sowohl für Kunststoffe im Innenbereich als auch für Kunststoffe im Außenbereich. Und auch alle glatten Oberflächen könnt ihr damit reinigen. Ihr könnt zum Beispiel auch Glasscheiben damit reinigen. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Und es ist definitiv eines der günstigsten Werkzeuge. Ja, das waren die 5 Geheimtipps für die Innenraumaufbereitung. So, klar, wir können jetzt hier noch ganz, ganz viele Werkzeuge noch mehr aufzählen, aber ich denke, das sind so die 5 üblichsten für 5 übliche Probleme, beziehungsweise das ist so für den Durchschnittsmenschen, Durchschnittsfahrzeugpfleger oder Autofahrer sind das halt gute Tipps. Ihr könnt natürlich nicht jeder ein Trockeneisgerät kaufen oder irgendwie sowas. Hier für so eine Tornado braucht ihr auch keinen Riesenkompressor. Also da reicht auch so ein kleiner, auch wenn ihr dann ein paar Mal nachläuft, das ist gar kein Problem. Auch wenn man natürlich gerne möglichst lange mit dem Ding arbeiten möchte, wenn halt ein sehr dreckiges Auto da ist. Je nachdem, wie lange ihr arbeitet, denkt bitte dran, ein Kompressor, die Kolbenkompressoren sind nicht ausgelegt dafür, dauerhaft zu laufen. Also wenn ihr die 3-4 Stunden am Stück laufen lasst, ohne Pause, dann killt ihr die auf Dauer. So als Tipp. Ein Schraubenkompressor, wie ich ihn hier habe, der ist für Dauerlauf geeignet, der möchte eher den Dauerlauf haben, der ist dafür ausgelegt. Der wäre eher schlecht, da wäre es schlecht, wenn ihr den ständig an, aus. Beim Kolbenkompressor ist mehr so, da gibt es meistens diese Angabe 50-10 oder 40-20. Das bedeutet, das Ding kann 50 Minuten laufen und dann müsst ihr den 10 Minuten abkühlen lassen und dann könnt ihr wieder 50 Minuten laufen lassen. Da vielleicht ein bisschen Auge drauf haben, mir sind selber schon 2 Kompressoren deswegen flöten gegangen, weil ich die einfach ein bisschen lange laufen lassen habe und damit überfordert habe. Genau, ansonsten halt, ja, ein Akkuschrauber hat fast jeder, also sehr viele. Das ist eine gute Nischenlösung auf jeden Fall. Hundehaare, wie gesagt, die coole Lösung, die Budgetlösung. Und ich denke mal, auch damit kann man wirklich einiges bewerkstelligen. Genau, falls auch noch ihr Tipps habt oder Werkzeuge, die ich jetzt nicht aufgeführt habe, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht habe ich es ja sogar und habe es jetzt noch nicht vorgestellt. Aber ich würde sagen, das hier sind meine Top 5 Tipps für den Innenraum. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns kommende Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.